Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In seinem inspirierenden Buch Du bist genug. Vom Mut, glücklich zu sein, beleuchtet Ichiro Kishimi eindrucksvoll das tiefe Potenzial, das in jedem Menschen verborgen liegt, um ein erfülltes und zufriedenes Leben zu gestalten. Kishimi vermittelt naheliegende und zugleich tiefgründige Perspektiven, die den Leser ermutigen, sich von den Erwartungen anderer Menschen und gesellschaftlichen Zwängen zu befreien. Basierend auf den Lehren der Individualpsychologie nach Alfred Adler zeigt der Autor auf, dass der Schlüssel zu wahrem Glück in der Fähigkeit liegt, mutig Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Das Buch fordert die Leser dazu auf, ihr eigenes Leben aktiv zu gestalten, die Opferrolle hinter sich zu lassen und die innere Stärke sowie Authentizität zu leben. Mit klar verständlichen Beispielen und konkreten Ratschlägen hilft Kishimi den Lesern dabei, Ängste und Selbstzweifel zu überwinden. Er regt dazu an, diese Erkenntnisse konsequent im Alltag umzusetzen und ein Leben frei von unnötigen Begrenzungen zu führen. Damit verfolgt das Werk nicht nur theoretische Ansätze, sondern bietet ebenso praktische Werkzeuge, mit denen die Leser ihren Alltag und ihre zwischenmenschlichen Beziehungen aktiv verbessern können. Insgesamt ermutigt Kishimi, die Freude am eigenen Dasein zurückzugewinnen, indem man sich bewusst wird, dass man bereits jetzt vollkommen und wertvoll ist und auch die Fähigkeit besitzt, sein Leben eigenverantwortlich und authentisch zu gestalten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die Bedeutung der Eigenverantwortung. Kishimi unterstreicht ein Grundprinzip der Adlerschen Psychologie, das hervorhebt, wie entscheidend es ist, Selbstverantwortung für sein eigenes Handeln und seine Lebensentscheidungen zu übernehmen. Wer die Verantwortung für eigene Gefühle und Handlungen aktiv übernimmt, befreit sich von Abhängigkeiten und negativen emotionalen Belastungen, die häufig aus einer Opferhaltung resultieren. Menschen neigen häufig dazu, anderen Menschen oder äußeren Umständen die Schuld für Unzufriedenheit oder Versagen zuzuschreiben. Indem diese Verantwortung jedoch bewusst übernommen wird, verändert sich die eigene Perspektive grundlegend. Man sieht sich nicht länger als Opfer, sondern als Gestalter des eigenen Lebens. Dies eröffnet die Möglichkeit, Entscheidungen aktiv, bewusst und zielgerichtet zu treffen, wodurch ein erfüllteres, zufriedeneres Leben geschaffen werden kann. Kishimi erklärt hierbei auch, wie schädlich es sein kann, wenn man ständig externe Schuldzuweisungen nutzt, die einem letztlich Macht und Autonomie nehmen. Der Autor motiviert zur bewussten Wahrnehmung der Verantwortung, da dies die Tür für ein erfüllendes Leben öffnen kann. Zweitens: Überwindung von Minderwertigkeitsgefühlen. Minderwertigkeitsgefühle behindern viele dabei, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Kishimi beschreibt ausführlich, wie solche Gefühle entstehen und wie wir sie bewusst identifizieren und überwinden können. Minderwertigkeitsgefühle haben laut Alfred Adler oft ihren Ursprung in unserer frühen Lebensphase und werden stark durch unsere Vergleiche mit anderen geprägt. Diese permanentes Vergleichen, das auf Wettbewerb basiert, führt zur Entstehung negativer Selbstwahrnehmung und hemmt persönliche Entfaltung. Dem setzt Kishimi entgegen, indem er betont, wie wichtig die Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit und der einzigartigen Eigenschaften jedes Einzelnen ist. Anstatt im ständigen Vergleich mit anderen zu leben, sollte jeder seine einzigartige Stärke entdecken und daraus Selbstbewusstsein schöpfen. Dieses Selbstbewusstsein ist essentiell für eine gesunde Selbstwahrnehmung und trägt maßgeblich dazu bei, dass sich der Mensch als genug empfindet. Kishimi gibt praktische Hinweise darauf, wie wir Gedankenmuster aktiv ändern und unsere eigenen Stärken und Potenziale gezielt fördern können, um Minderwertigkeitskomplexe erfolgreich zu überwinden. Drittens: die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen. Zwischenmenschliche Beziehungen sind ein zentraler Aspekt von Kishimis Betrachtungen. Nach Alfred Adler findet die höchste Stufe der Selbsterfüllung und des Glücks in der Verbundenheit und im konstruktiven Miteinander statt. In diesem Kontext erläutert Kishimi, warum es wichtig ist, authentische Beziehungen zu gestalten und wesentliche menschliche Qualitäten wie Empathie, Respekt und Vertrauen bewusst zu pflegen.
Der Autor hebt zudem die Bedeutung echter Kooperation hervor, im Gegensatz zu Konkurrenzdenken und Machstreben, welche destruktiv auf Beziehungen wirken und tiefe Entfremdung verursachen können. Zur Gestaltung gesunder Beziehungen gehört auch die Fähigkeit, authentisch eigene Grenzen zu setzen, sich klar auszudrücken und offen Gefühle sowie Bedürfnisse zu kommunizieren. Kishimi liefert praktische Methoden, wie man in Konflikten besser mit Missverständnissen umgehen kann und langfristig erfüllende soziale Beziehungen gestaltet, welche wiederum entscheidend für ein glückliches Leben sind. 4. Mut zur Veränderung und Loslassen von Ängsten. Eine der zentralen Thesen des Buches ist, dass Veränderungen im Leben mutiges Handeln verlangen. Veränderung bedeutet oft das Loslassen von Sicherheit und Bekanntem, was mit Ängsten verbunden sein kann. Diese Ängste blockieren uns und verhindern den Zugang zu einem erfüllteren Leben. Kishimi beschreibt anschaulich, welche Strategien helfen, diese Angst zu überwinden. Dabei steht die Erkenntnis im Mittelpunkt, dass das Festhalten an negativen Dingen aus Furcht vor dem Unbekannten langfristig nicht konstruktiv ist und letztlich sowohl persönlichen Wachstum als auch Zufriedenheit verhindert. Er legt dar, wie wichtig es ist, sich diesen Ängsten bewusst zu stellen, sie gezielt zu überwinden und konsequent neue, konstruktive Wege zu beschreiten. Er erklärt auch, wie uns das Befolgen solcher Prinzipien ermöglicht, Herausforderungen konstruktiv anzugehen sowie positiv und selbstbewusst Veränderungen im Leben durchzuführen. Schließlich aktives Gestalten des eigenen Lebens. Kishimi verdeutlicht die Wichtigkeit, ein aktiver Gestalter des eigenen Lebens zu sein. Anstatt passiv hinzunehmen, was das Leben einem bietet, solltest du proaktiv handeln und bewusste Entscheidungen treffen, die dein Leben in eine gewünschte Richtung lenken. Anstatt auf die Umstände oder auf das Verhalten anderer Menschen zu warten und zu reagieren, sollte jeder Mensch lernen, die Initiative zu ergreifen. Der Autor zeigt auf, wie wir Maßnahmen ergreifen können, um Ziele zu definieren, eigene Werte zu leben und mit persönlicher Klarheit und Entschiedenheit zu handeln. Das Buch gibt einfache, leicht umsetzbare Strategien an die Hand, um einzelne Bereiche unseres Lebens bewusst zu ändern, um wirksam ein Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Zusammenfassend: Dieses Buch ist besonders geeignet für alle, die ihre Lebensqualität verbessern möchten, mit Problemen wie geringem Selbstwertgefühl, Angst oder Unzufriedenheit kämpfen oder sich einfach danach sehnen, ein erfülltes und authentisches Leben zu führen. Die Klarheit und Einfachheit der Lehre. Alfred Adlers, vermittelt durch Kishimi in praxistauglichen, leicht verständlichen Perspektiven, ist entscheidend für Menschen, die konkrete, nachhaltige Veränderungen anstreben und persönliche Autonomie wiedererlangen wollen. Der Mehrwert liegt besonders darin, praktische Schritte zur Veränderung anzubieten. Statt nur theoretische Erkenntnisse aufzuzeigen, lehrt Kishimi konkrete Lösungen für mehr Eigenverantwortung, authentisches Leben und glückliche soziale Interaktionen. Wenn Sie unterstützen möchten, Ichiro Kishimi, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.